Also das Pet ist den Server, den ich den ganzen Tag streiche. Und Kettle sind die 10.000 Viecher, die ich einfach auf die Wiese treibe. Mein Name ist Andreas, ich bin Teamlead für Managed Cloud Operations im Bereich AWS bei der PCG. Man bezeichnet das in der IT häufig als Pet versus Kettle Ansatz. Früher hat man einen Server gebaut und gewartet und gemanagt und hat ihn wie sein Haustier betrachtet und immer schön gestreichelt. Heutzutage reicht ein Server nicht mehr aus. Für die globale Skalierung von Anwendungen werden viele Server benötigt oder viel Compute-Ressourcen, um die Applikation zur Verfügung zu stellen. Deswegen Automatisierung und deswegen Kettle, dass ich diese Server betrachte wie eine Menge, eine Herde von Servern. Bei uns ist ein Schlüsselthema, dass wir alle Projekte und alle Kunden mit Infrastructure as Code abdecken. Was bedeutet das? Die Infrastruktur, die wir für den Kunden hinstellen, wird automatisiert, um auch später Änderungen vorzunehmen. Das Ganze kontrolliert über Infrastructure as Code Tools wie Terraform, CloudFormation oder auch AWS CDK im Umfeld. Bei Infrastructure as Code ist, wie der Name schon sagt, ein bedeutender Teil, dass die Definition der Umgebung und der Infrastruktur as Code stattfindet. Entsprechend werden die Details in Textdateien in einem Git-Repository verwaltet. Die Sachen sind automatisiert, reproduzierbar, schnell hinzustellen. Sprich, wenn ich ein Setup habe, was ich mit AWS entwickelt habe, kann ich durch einen entsprechenden Wechsel in der Region die gleiche Infrastruktur global ausrollen in unterschiedlichen Regionen, auf unterschiedlichen Kontinenten und bin dadurch in meiner Time to Market viel schneller. Wir etablieren diese Themen bei den Kunden, die häufig mit einem sehr klassischen Mindset zunächst noch zu uns kommen, indem wir gemeinsam Workshops machen, indem wir das Mindset versuchen zu vermitteln, was häufig mit Proof of Concept anfängt und dann anschließend weitergeht, dass man die Produktivumgebung vollautomatisch verwaltet und entsprechend halt auch dann zu uns in den Managed Cloud Operations überführen. Neue Kollegen führen wir schrittweise an das Thema Infrastructure as Code heran. Es beginnt in der Regel zum Beispiel mit einer Cloud Resume Challenge, in der man seinen eigenen CV mit Cloud-Mitteln online stellt und verfügbar macht, wodurch dann entsprechend klar ist, wenn das automatisiert auf den Hyperscalern passiert, dass dort die ersten Berührungspunkte klar sind und anschließend halt auch das Wissen schon vorhanden ist. Im nächsten Schritt geht es in der Regel direkt in Kundenprojekte, wo man dann in einem Team erste Arbeiten übernimmt und entsprechend dort die Automatisierung mittels Infrastructure as Code aus den Hyperscalern durchführt. Und wir schauen uns auch häufig neue Dienste über die Dokumentation, über die Infrastructure as Code Tools an, um entsprechend kennenzulernen, was sind die Optionen, die ich habe und die Einstellungen, die ich vornehmen kann.